Hi, in diesem Video erklären wir dir, wie du unsere verschiedenen Lenkungsdämpfermodelle der 0695er und 0696er Serien an deinem Rad montieren kannst. Bitte prüfe modellunabhängig vor der Montage den Lieferumfang deines Produktes auf Vollständigkeit. Beachte außerdem, für die Varianten der 0695er Serie sowie den 0696-62E muss ein Haltewinkel montiert werden. Das Befestigungsmaterial für die verschiedenen Winkel ist nicht im Lieferumfang enthalten, da Fahrradgeometrien dafür zu unterschiedlich sind. Um das von dir benötigte Material zu identifizieren, musst du die Stärke des Gabelkopfs sowie den Durchmesser der Bohrung oder des Lochs ausmessen. Entsprechend der ermittelten Werte wählst du dann Schraube sowie U-Scheibe als auch selbstsichernde Mutter aus. Plane für die Länge der zu verwendenden Schraube mindestens einen Puffer von 1 cm hinter der Mutter ein. In Abhängigkeit von eventuell weiter zu montierendem Zubehör entsprechend mehr. Wir empfehlen gängige M6-Schrauben, sofern passend, mit einer Festigkeit von 8,8. Beachte außerdem, wir haben für die Montage den Standardwinkel 069912 benutzt, da unser verwendetes Rad eine Starrgabel hat. Dieser wird an den Montagepunkt am Gabelkopf geführt, wobei die passende Schraube in Fahrtrichtung eingeführt werden muss. Von der anderen Seite steckst du die passende U-Scheibe und Mutter auf. Dann hältst du mit einem Ringmaulschlüssel am Schraubenkopf gegen und ziehst auf der anderen Seite die Mutter fest. Räder mit Federgabel benötigen entweder den alternativen Haltewinkel 2 0695FU aus Set 0695 Uni-E oder den Klemmkonus aus dem Set 0696 Uni-E, dessen Montage im entsprechenden Kapitel gesondert beleuchtet wird. Für die Montage des Haltewinkels 2 0695FU ist zu beachten, dass die Schraube nur in Fahrtrichtung montiert werden darf. Außerdem muss die mitgelieferte U-Scheibe verwendet werden, die zwischen Schraubenkopf und Winkel gehört. Nun schauen wir uns die Montage der einzelnen Modelle an. Wir starten mit dem 0695 32E. Führe die Schelle auf das Rahmenrohr und platziere den Neoprenzuschnitt darunter. Setze dann die M5-Mutter in die dafür vorgesehene wabenförmige Tasche und führe von der anderen Seite die zugehörige Schraube ein. Ziehe das Ganze nur handfest an, damit du hinterher noch Spiel am Rahmenrohr hast. Als nächstes drehst du die Rändelgriffmutter auf die Ringschraube, sodass in beide Richtungen noch Spiel besteht. Hänge die Feder am montierten Winkel ein und hänge am anderen Ende die Ringschraube an. Führe nun testweise das offene Ende der Ringschraube in die Öffnung an der Schelle ein. Die Feder darf bei der Positionsbestimmung der Schelle nicht gespannt sein. Gegebenenfalls die Positionierung der Schelle nachjustieren. Hast du die richtige Position gefunden, kannst du die Ringschraube zunächst wieder entfernen und die Schraube in der Schelle unter Einhaltung des Drehmoments festziehen. Anschließend führst du die Ringschraube wieder ein und drehst am offenen Ende die Mutter lose auf. Dann können Feder und Ringschraube wieder ineinander gehakt werden. Gegebenenfalls die Rändelgriffmutter nachjustieren. Die maximale Vorspannung der Schraube darf nicht größer als 5 mm sein. Dann wird die Mutter am offenen Ende der Ringschraube mit Drehmoment festgezogen, wobei die Rändelgriffmutter in Position gehalten wird. Halte die Federabdeckung an und prüfe, ob und wo diese gegebenenfalls gekürzt werden muss. An der entsprechenden Stelle die Abdeckung kürzen und danach leicht aufbiegen, um sie auf die Feder stülpen zu können. Damit ist die Montage abgeschlossen. Kommen wir zum 0695 Uni-E-Set. Führe das Schellenband in eine Seite der Zugplatte ein und biege das Ende nach außen.
Führe danach das Schellenband um dein Rahmenrohr und fädel das andere Ende des Schellenbandes ebenfalls durch die Zugplatte. Ziehe das Band am Rohr so, dass du noch Bewegungsspiel hast und kürze ungefähr die Hälfte des Überschusses ab. Klappe dann den unteren Teil des Überschusses nach außen um, sodass du eine Doppellage erhältst und die scharfen Enden des Schellenbandes nicht mehr exponiert sind. Drehe die Mutter so auf die Ringschraube, dass die flache Seite zum offenen Ende zeigt. Anschließend führst du die Ringschraube in die waagerechte Öffnung am Schellenteil ein. Hänge die Feder in den Winkel ein. An das andere Ende hängst du die Ringschraube inklusive Schellenteil. Positioniere dessen Unterseite so am Rahmen, dass die Feder keine Vorspannung aufweist. An der entsprechenden Position des Schellenteils am Rahmen wird die Schutzfolie angebracht. Ziehe das Schellenband mittig über die Schutzfolie. Wenn es in richtiger Position ist, ziehst du das Band auf Spannung und biegst beidseitig die Überschüsse des Bandes erneut um und drückst diese am Rahmen fest. Führe die M4-Schraube in die vertikale Bohrung am Schellenteil. Dann positionierst du das Schellenteil mittig unter der Zugplatte und drehst mit einem Drehmomentschlüssel die Schraube ein. Anschließend führst du die Ringschraube wieder in das Schellenteil ein und hakst die Feder ein. Drehe von der Gegenseite die Mutter auf die Ringschraube und ziehe diese ebenfalls mit Drehmomentschlüssel fest, während du auf der anderen Seite mit einem Ringmaulschlüssel dagegen hältst. Halte die Federabdeckung an, um zu prüfen, wo du diese kürzen musst. An der entsprechenden Stelle die Abdeckung kürzen und danach leicht aufbiegen, um sie auf die Feder stülpen zu können. Damit ist die Montage abgeschlossen. Wir fahren fort mit dem 069662E. Nimm den Schutzschlauch und lege diesen testweise zusammen mit dem Schellenteil am Rahmen an. An der Stelle, wo der Schutzschlauch am Schellenteil abschließt, kürzt du diesen ab. Führe in deinen Abschnitt das Schellenband ein. Fädel dann eines der nackten Enden des Schellenbandes in die Zugplatte ein. Lege das Schellenband um das Rahmenrohr und fädel das andere nackte Ende ebenfalls durch die Zugplatte. Kürze einen Teil des Überschusses beidseitig ab und biege den Rest um wie im Video. Führe dann die M4-Schraube in die vertikale Bohrung am Schellenteil. Positioniere dieses mittig unter der Zugplatte und drehe die Schraube handfest ein, sodass das Schellenteil am Rahmen noch Spiel hat. Drehe nun die Mutter auf die Elastomerfeder, sodass die abgeflachte Seite nach außen zeigt. Hake die Elastomerfeder testweise am Winkel ein und führe diese danach in das Schellenteil, um dessen Position am Rahmenrohr bestimmen zu können. Die Elastomerfeder sollte keine Vorspannung haben. Korrigiere die Position des Schellenteils gegebenenfalls und ziehe es dann am Rahmenrohr mit einem Drehmomentschlüssel fest. Führe die Elastomerfeder erneut ein . Drehe von hinten die Mutter auf und ziehe diese mit einem Drehmomentschlüssel fest, während du mit einem Ringmaulschlüssel auf der anderen Seite gegenhältst. Damit ist die Montage abgeschlossen. Kommen wir zum 0696 Uni E.
Löse zunächst die Schrauben vom Klemmkonus um ca. eine Umdrehung. Führe den Klemmkonus je nach Durchmesser des Gabelschafts mit oder ohne Adapterhülse in den Gabelschaft ein. Dann ziehst du die Schraube fest. Schlage die Haltenasen um ein Verdrehen zu verhindern. Führe das Gewinde auf die Rahmenschelle und biege diese um. Kürze die Gummiunterlage auf die passende Länge. Führe dann die Rahmenschelle in die Gummiunterlage ein. Befestige die Rahmenschelle am Unterrohr und kürze überschüssiges Material ab. Das Gewinde zeigt nach unten. Hänge anschließend den Elastomerkörper am Gabelkonus ein. Verschraube den Kunststoffblock am Gewinde der Rahmenschelle. Führe die Schraube des Elastomerkörpers mit Mutter in das Gewinde des Kunststoffblocks. Drehe von hinten eine weitere Mutter auf und ziehe die vordere und hintere fest, bis das Elastomer fest sitzt, aber noch nicht spannt. Somit ist die Montage des Lenkungsdämpfers abgeschlossen. Wir wünschen gute Fahrt.